Hi zusammen, heute geht es mal wieder um Recipes. Und zwar um eines meiner Lieblingsrecipes, dem Kodacolor von Fuji X Weekly. Auf Fuji X Weekly findet sich wie immer natürlich nicht nur eine Version, sondern mehrere Versionen. Aufgrund der Rot- und Blautöne habe ich mich für das Recipe für den X-Trans 4 Sensor entschieden. Und diese Version funktioniert auch auf der X-T5 ganz gut. Wie fast alle Kodacolor-Versionen auf Fuji X Weekly basiert das Recipe auf der Filmsimulation Classic Chrome. Durch die reduzierte Sättigung und die kräftigen Tonwerte in den Schatten macht das auch durchaus Sinn, wobei ich natürlich mal wieder meine Version etwas angepasst habe und die Schatten etwas zurückgenommen habe. Dadurch sind die Schatten nicht ganz so hart und man erkennt mehr in den Tiefen. Wer mag, kann natürlich gerne damit experimentieren, denn das ändert den grundlegenden Look nicht. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, sind die Blautöne und natürlich dieser Gelbstich. Dieser Look kommt natürlich vor allem durch den angepassten Weißabgleich zustande. Kodacolor nutzt eine Farbtemperatur von 6300 Kelvin. Dadurch entsteht der Gelbstich und durch die Farbverschiebung bei der Anpassung des Weißabgleichs wird das Blau gleichzeitig etwas zurückgenommen. Und genau so entsteht das entsättigte Blau mit dem Grünstich. Aus diesen beiden Kombinationen entsteht dann dieser Vintage-Look. Wer diesen Gelbstich für diesen Vintage-Look noch etwas stärker haben möchte, der muss eigentlich nur die Farbtemperatur nach oben korrigieren. Zum Thema Weißabgleich gab es in letzter Zeit mehrere Fragen, denn anders als alle anderen Werte, die wir für ein Recipe verändern, wird der Weißabgleich auch in die RAW-Dateien übernommen. Für dieses Problem gibt es genau zwei Lösungen. Entweder ihr korrigiert den Weißabgleich dann später in einem Bildbearbeitungsprogramm wie beispielsweise Lightroom, oder ihr macht eure Aufnahmen alle in RAW in einem neutralen Profil wie beispielsweise Provia und wendet das Recipe dann erst später zum Beispiel im Fuji X-RAW Studio an. Im Fuji X-RAW Studio könnt ihr dann im Anschluss auch wieder eine JPEG-Datei ausgeben. Zum Experimentieren mit Recipes ist das die beste Lösung. Diese Lösungsansätze gelten natürlich für alle, die zum JPEG auch noch ein neutrales RAW gerne gehabt hätten. Für die JPEG-Shooter ist das natürlich Cheaten, wobei wir dann wieder bei der Challenge wären. Was ich ebenfalls noch an meiner Recipe-Version geändert habe, ist der Dynamic Range Bereich. Diesen habe ich bei mir mal wieder auf Auto gestellt, somit switcht der Dynamic Range zwischen DR 100 und 200. Mein ISO bleibt unten und ich muss die Bilder nicht ganz so überbelichten. Und bei sehr kontrastreichen Motiven muss man dann eben auf den hellen Bereich belichten. Wie bei fast allen Recipes wirkt das Kodacolor Recipe natürlich am besten bei Kaiserwetter. Und die besten Ergebnisse erzielt man für meinen Geschmack mit der Sonne im Rücken. Bei nicht so ganz optimalen Lichtbedingungen macht das Recipe aber auch eine ganz gute Figur. Der Vintage-Look durch den Gelbstich bleibt in jedem Fall erhalten. Bei Sonnenuntergängen habe ich das Recipe natürlich auch getestet, aber hier hat es mich nicht ganz so überzeugt. Besonders gut hat es mir wiederum bei den Nachtaufnahmen gefallen. Durch den Gelbstich bekommt man hier mal einen ganz anderen Look.
Das Kodacolor Recipe kommt bei mir auf jede Fuji und um es schnell über das Q-Menü auswählen zu können, habe ich es auf einen benutzerdefinierten Speicherplatz programmiert. Die Werte für das Recipe sind relativ schnell eingestellt. Als Filmsimulation wählt man wie schon erwähnt Classic Chrome aus und den Körnungseffekt habe ich auf Weak und Small gestellt, kann man aber auch weglassen und später im Bildbearbeitungsprogramm hinzufügen. Farbe Chrome Effekt und Chrome FX bleiben bei diesem Recipe deaktiviert. Den Weißabgleich stellt man auf 6300 Kelvin ein und bei der Farbverschiebung stellt man Rot auf -1 ein und Blau auf -4. Wie schon erwähnt, bleibt der Dynamikbereich bei mir auf Auto und bei der Tonkurve habe ich die Schatten auf 0 gestellt. Wer möchte, kann aber natürlich damit auch experimentieren. Farbe kommt auf -2 und Schärfe kommt auf +2. Die Rauschreduzierung kommt auf -4 und Klarheit bleibt bei 0. Um das Recipe schnell über das Q-Menü aufzurufen, habe ich das Ganze auf dem benutzerdefinierten Speicherplatz 3 gespeichert. Damit hättet ihr jetzt alle Einstellungen in der Kamera und ihr könnt loslegen. Schreibt mir doch auch einfach mal gerne in die Kommentare, wie euch das Recipe gefällt. Und natürlich gerne auch, wenn ihr noch ein anderes Lieblingsrecipe habt. Ebenfalls könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr noch weitere Videos zum Thema Recipes oder auch zum Thema Fuji X-Raw Studio sehen wollt. Oder wenn ihr der Meinung seid, dass man ein ganz bestimmtes Recipe hier auch mal vorstellen muss. Damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.